und willkommen zum zweiten Teil. Zahnriemenwechsel bei den 1.4er und 1.9er TDI-Motoren. Beim letzten Video musste ich leider einen Cut machen, da in meinem A2 ein nicht so häufig vorkommendes System zum Spannen des Zahnriemens verbaut war. Ich habe alle Teile besorgt und jetzt kann es endlich weitergehen. Viel Spaß! Hier ist das ganze Gelumpe. Das ist noch vom letzten Mal die reibungsgedämpfte Version. Hier ist die hydraulisch gedämpfte Version. Man kann sehen, dass ein Teil mehr dabei ist. Und zwar dieses hier. Da drin ist ein Hydraulikkolben und der drückt hier gegen und spannt den Zahnriemen. Bei dem System ist es viel einfacher. Das vorgebogene Blech kommt in ein vorgesehenes Loch. Da drin ist eine Feder, die wird auf eine bestimmte Vorspannung gebracht. Der Pfeil zeigt genau auf die Kerbe und fertig. Das war's schon. Aber wie genau das eingestellt wird, zeige ich euch, wenn wir soweit sind. Ach so, fast vergessen. Zu dem Spezialwerkzeug vom letzten Mal kommt dieses Werkzeug noch dazu. Damit wird der Spanner so arretiert. Als erste Maßnahme kommt der Zahnriemen ab. Dafür muss man den Motor auf Zündot abstecken. Als erstes unten die Kurbelwelle. Das macht man mit dem hier. Da muss der Pfeil auf die Kerbe auf der Kurbelwelle zeigen. Hier. Und dann muss der Stift genau in dieses Loch hier reingehen. So. Da sieht man jetzt, dass der Pfeil genau auf die Kerbe zeigt. Ich habe die weiß markiert, damit man die besser sehen kann. Nun kommen noch ein paar Hinweise. Wenn ihr den Motor an der Kurbelwelle dreht, damit das Absteckwerkzeug passt, geht das nur mit einer 19er 12-Kant-Nuss oder einem 19er Ringschlüssel. Wichtig ist, nur im Uhrzeigersinn drehen, nicht gegen die Motorlaufrichtung. Dieses Absteckwerkzeug funktioniert nur, wenn man es von vorne gerade drauf schiebt. Es funktioniert nicht, wenn man es von oben drauf sitzt. Und wenn es geht, so wenig wie möglich verkanten. Sonst blockiert es sofort und man kann es nicht weiter drauf schieben. Die Leute, die es schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich rede. Was auch noch super wichtig ist, dass die Nockenwelle richtig steht. Wenn es so ist wie hier und die Krone hier oben ist, habt ihr Zündot und alles richtig gemacht. Wenn aber die Krone um 180 Grad versetzt hier unten steht, habt ihr zwar auch auf OT gestellt, aber auf LWOT. Das ist der Ladungswechsel und ist falsch. Dann müsst ihr das Absteckwerkzeug nochmal rausnehmen und die Kurbelwelle um 360 Grad weiterdrehen. Dann passt's. Dann steht die Krone hier oben. Als nächstes wird die Nockenwelle abgesteckt. Das macht man mit diesen Absteckdornen. Hier befindet sich ein Loch. Kann man das sehen? Dort muss der Absteckdorn rein. Der muss bis zum Anschlag reingehen. Dann ist die Nockenwelle abgesteckt. Jetzt löst man mit einer 13er Nuss die 3 Schrauben vom Nockenwellenrad. Nur 1-2 Umdrehungen, damit sich das Nockenwellenrad frei bewegen kann. Danach löst man mit einer 15er Nuss die Mutter von der Spannrolle. Nun kann man den 8er Inbus hier ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Damit drückt man den Spanner zurück. Hier hinten befindet sich ein Schlitz, wo dieses Arretierwerkzeug durchpasst. Wenn man den Spanner weit genug zurückgedrückt hat, kann man ihn damit arretieren. Hier sieht man es im ausgebauten Zustand. Da ist der Schlitz und da steckt jetzt das Arretierwerkzeug drin und hält den Spanner unten. Noch ein kleiner Hinweis. Das Ding hier ist ölgedämpft. Also schnell mal runterdrücken ist nicht. Der lässt sich nur langsam und mit gleichmäßiger Kraft zurückdrücken. Als nächstes kommt der Spanner raus. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss
die Schraube und die Schraube raus. Die Mutter von der Spannrolle abdrehen und die Spannrolle rausnehmen. Jetzt kann man den Zahnriemen abnehmen. Die Wasserpumpe sollte man bei jedem Zahnriemenwechsel mit erneuern, also kommt die raus. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss diese 3 Schrauben raus. Aber bevor man die rausschraubt, sollte man eine Aufwärmmatte drunter stellen. Je größer, umso besser. Wichtig ist, die Anlagefläche, wo der O-Ring sitzt, richtig sauber zu machen und die 3 Schraubenlöcher mit Druckluft auspusten. Wenn alles sauber ist, kommt die neue Wasserpumpe mit dem neuen O-Lichtring rein. Den O-Ring mit Kühlerfrostschutz benetzen. Der Verschlussstopfen kommt nach unten. Die Schrauben werden mit einer 10er Nuss und 15 Newtonmeter festgezogen. Jetzt kommen wir mal zum Streitthema Stehbolzen-Spannrolle. Der ist ja in jedem neuen Zahnriemenset mit dabei. Die einen sagen wechseln, die anderen lassen ihn drin. Eigentlich sollte man ihn wechseln. Aber ich wechsle den auch nicht, weil mir das Risiko zu groß ist, dass der abreißt. Was auch schon einige Male passiert ist. Ich habe aber bis jetzt noch nicht gehört, dass etwas passiert ist, wo man den nicht getauscht hat. Also richtig ist, erneuern. Aber ich mache es nicht. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Nächster Schritt, die neue Spannrolle rein. Und die neue Mutter nur so weit draufschrauben, bis sie anliegt. Die Spannrolle muss sich noch frei bewegen können. Das Nockenwellenrad ist ja noch gelöst. Das dreht man im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. So. Und dann nur ein Stück wieder zurück. So ungefähr. Jetzt kann man den Zahnriemen auflegen. Der ist nicht laufrichtungsgebunden. Ob so rum oder so rum, ist schnurzpiep egal. Als erstes kommt er aufs Nockenwellenrad, über die Spannrolle, dann Kurbelwelle und zum Schluss auf die Wasserpumpe. Ihr solltet kontrollieren, ob das Nockenwellenrad in der richtigen Position sitzt, indem ihr mit der Hand die Spannrolle spannt. Und jetzt sieht man, dass die Schraube genau in der Mitte vom Langloch sitzt. So wie hier ist es super. Wenn es bei euch nicht mittig sitzt, müsst ihr den Zahnriemen um einen Zahn nach links oder rechts versetzen, bis es hinhaut. Als nächstes kommt der Spanner rein. Die beiden Schrauben werden mit einer 10er Nuss und 15 Newtonmeter festgezogen. Die Umlenkrolle rein. Ob so oder so rum, ist egal. Die ist auf beiden Seiten gleich. Die Schraube wird mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter festgezogen. Bis hierher sind die Arbeiten
arbeiten bei der hydraulisch gedämpften Spannrolle und bei der reibungsgedämpften Spannrolle ziemlich ähnlich. Nur das Teil ist bei der hydraulisch gedämpften Spannrolle zusätzlich vorhanden. Jetzt geht es ans Zahnriemenspannen. Als erstes erkläre ich euch das reibungsgedämpfte System. Das ist sehr einfach. Hier braucht man nur einen 6er Inbusschlüssel. Der kommt da rein. Hier sieht man einen Pfeil, der im Uhrzeigersinn zeigt. In diese Richtung dreht man jetzt so lange, bis der Zeiger genau in der Mitte der Kerbe ist. So, das war's schon. Festhalten und die Mutter mit 20 Newtonmeter plus 45 Grad festziehen. Fertig. Bei dem hydraulisch gedämpften System braucht man den 2-Loch-Mutterdreher und einen 4 mm Bohrer oder etwas anderes, was schmal ist und 4 mm hat. Ich erkläre das auch hier draußen, da man im Motorraum keinen Platz hat zum Drehen. So, man nimmt den 2-Loch-Mutterdreher und dreht ihn gegen den Uhrzeigersinn so lange, bis sich das Absteckwerkzeug rausziehen lässt. Dann nimmt man sich den 4 mm Bohrer und steckt ihn zwischen Spannhebel und dem Gehäuse vom Spanner. Der muss ohne Spiel dazwischen passen. Wenn zu viel Spiel vorhanden ist, gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Bohrer ohne Spiel dazwischen passt. Wenn der Bohrer erst gar nicht reinpasst, im Uhrzeigersinn die Spannung nachlassen, bis der Bohrer ohne Spiel dazwischen passt. Wenn das genau eingestellt ist, festhalten und die Mutter mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter plus 45 Grad Drehwinkel festziehen. Noch ein paar Anmerkungen. Dieser Abstand, womit man die Zahnriemenspannung vorgibt, hat eine Toleranz. Die ist plus minus 1 mm. Das bedeutet, der Zwischenraum darf zwischen 3 bis 5 mm liegen. Ich stelle den Abstand immer großzügiger ein, da sich beim Festziehen der Mutter der Abstand verringert. Und bitte nicht hier mit einem 8er Imbus ansetzen und damit drehen. Ihr solltet das schon mit dem 2-Loch-Mutterdreher machen. Nächster Schritt, das Nockenwellenrad festziehen. Dafür schraubt man die 3 Schrauben mit einer 13er Nuss und 25 Newtonmeter fest. Nun wird das Absteckwerkzeug hier am Nockenwellenrad rausgenommen. Und das an der Kurbelwelle auch. Die Kurbelwelle wird jetzt mit der 19er 12-Kantnuss 2 Umdrehungen in der Motordrehrichtung durchgedreht, bis kurz vor Zündot-T. So sollte es ungefähr stehen. Jetzt prüft man nochmal, ob das Maß zwischen dem Spannhebel und dem Spannergehäuse passt. Das waren 4 mm plus minus 1 mm. Hier stimmt's. Wenn es nicht stimmen sollte, nochmal die Mutter lösen und nachstellen. Dann dreht man an der Kurbelwelle weiter, bis Zündot-T erreicht ist. Nun müssen die Absteckwerkzeuge wieder passen. Kurbelwelle passt. Nockenwelle passt. Perfekt. Jetzt können die Absteckwerkzeuge wieder raus und alles kann zusammengebaut werden. Als erstes kommt der untere Zahnriemenschutz rein. Und da schraubt man erstmal nur die beiden unteren Schrauben mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter fest. Alle Schrauben vom Zahnriemenschutz mit Schraubensicherung einsetzen.
Als nächstes kommt der mittlere Zahnriemenschutz dran. Für die 3 Schrauben geht das gleiche wie vorher. Die Motorstütze wieder rein. Die 3 Schrauben werden mit einer 16er Nuss und 45 Newtonmeter festgezogen. Den oberen Zahnriemenschutz drauf machen. Da muss man teilweise schon ganz schön fummeln, aber man kriegt's hin. Der wird mit den beiden Klammern hier und hier befestigt. Das Motorlager mit der Abdeckung wieder einbauen. Hier muss man alle Schrauben erneuern. Das sind alles Dehnschrauben. Als erstes schraubt man die beiden kurzen fest. Danach kommt die Abdeckung drauf. Dann wird die lange Schraube hier festgeschraubt. Und die beiden kurzen hier und hier. Die werden alle mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter plus 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Jetzt den Tragarm wieder an die Motorstütze festschrauben. Auch hier sollte man neue Schrauben verwenden. Die werden mit einer 16er Nuss und 60 Newtonmeter plus 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Hierbei sollte man beachten, dass die Schrauben in dieselbe Position kommen, wie sie vorher waren. Das kann man hier ganz gut an den Abdrücken erkennen. Der Warnheber unter der Ölwanne kann raus. Der Chefmechaniker. Den Schwingungsdämpfer wieder einbauen. Auch hier sollen wieder neue Schrauben verwendet werden. Die neuen Schrauben sind nicht mehr Imbus wie vorher, die haben jetzt einen 10er Vielzahn. Die werden mit 10 Newtonmeter plus 90 Grad Drehwinkel festgezogen. Am besten über Kreuz. Beim Einsetzen darauf achten, dass diese Bohrung genau über die Erhebung am Zahnriemenrad steht. Ich werde diese Szene nicht mitfilmen, weil hier wirklich kein Platz ist. Ach so, noch was. Wenn sich die Kurbelwelle mitdreht, könnt ihr mit einem 19er Ringschlüssel an der Zentralschraube gegenhalten. Noch ein kleiner Tipp beim 90 Grad Drehwinkel. Nehmt euch eine lange Verlängerung dafür. Dann seid ihr außerhalb des Radkastens und man kann schön die 90 Grad durchziehen. Am besten noch einen zweiten Mann, der an der Zentralschraube gegenhält. Als nächstes die neue Spannrolle rein.
Die 3 Schrauben werden mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter festgezogen. Die wurde schon im arretierten Zustand geliefert. Da steckt schon der Absteckdorn drin. Jetzt kommt der neue Karrettenriemen drauf. Zuerst auf die Riemenscheibe, dann auf die Lichtmaschine und zum Schluss über den Klimakompressor. Den Spanner entlasten und den Absteckdorn rausnehmen. Dafür dreht man hier mit einem 16er Ringschlüssel im Uhrzeigersinn. Das Rohr wieder hier drauf. Mutter drauf. Die Spritleitungen hier unterschieben. Und alles mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Die beiden Spritschläuche hier hinten noch reinmachen und festklipsen. Das Luftführungsrohr mit dem Luftmassenmesser rein. Dafür einfach nur die Schellen zusammendrücken und draufschieben. Darauf achten, dass das Gegenstück hier drin sitzt, so wie hier. Resonatorrohr drauf, Unterdruckschlauch drauf, Stecker, Luftmassenmesser rein. Den Luftführungsschlauch wieder drauf machen. Und mit der Schraubstelle befestigen. Jetzt kommt nur noch die Motorabdeckung und die Motorhaube drauf. Aber ich lasse die bei mir noch ab, da ich noch einen Ölwechsel mache. Die Radhausschale muss auch noch dran. Die lasse ich bei mir auch noch ab, weil ich hier noch den Auspuff von der Webasto-Heizung erneuern muss. Die kommt in umgekehrter Reihenfolge wie am Anfang wieder dran. Und den Unterfahrschutz nicht vergessen. Genauso wie die Kühlflüssigkeit. Die muss man bis Maximum auffüllen. Motor starten, warm laufen lassen, bis das Thermostat öffnet. Dann wieder bis Maximum nachfüllen. Wenn man ein paar Tage gefahren ist, den Stand nochmal kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. So, Kühlflüssigkeit ist aufgefüllt, starten wir mal den Motor, um zu sehen, ob wir alles richtig gemacht haben.
Läuft super! So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.